Was ist ein Gegengift zu solch einem Lügengerichten, zu solch einem Lügengericht von Korrektiv zubereitet und von vielen anderen Medien serviert? Ein Gegengift hätte sein können, so jedenfalls unser Gedanke, dass man das Ganze umdreht, den Spieß umdreht und korrektiv einige, sagen wir, Schwindeleien oder auch Lügen auftischt. So haben wir es getan, denn es war in der Tat so, dass der nette Herr von Korrektiv zwar von mir nicht direkt als Korrektivmann erkannt wurde, aber am Abend selber in Zürich am 14. er so, sagen wir, unplausibel mit mir gesprochen hat. Er war so freundlichst aufdringlich und hat mir fast den Hals geküsst, so ungefähr, dass ich sehr schnell Zweifel hatte, dass der Mann echt ist. Hey Leute, heute packen wir die Lügensuppe von Korrektiv aus, mit allen Zutaten. Roger Beckham von der AfD zeigt, wie man aus einem harmlosen Treffen eine wilde Story voller Lügen und Klischees kocht. Warum ihr euch das nicht entgehen lassen solltet? Weil hier entlarvt wird, wie Medien gezielt manipulieren und Fakten verdrehen, um die AfD in ein schlechtes Licht zu rücken. Ihr werdet staunen, wie kreativ man beim Streuen von Unwahrheiten sein kann. Lasst euch diese Enthüllung nicht entgehen, das ist ein echtes Rezept zum Augenöffnen. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, abonniert für mehr ehrliche Inhalte und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr von diesen Korrektivrecherchen haltet. Viel Spaß, auf geht's! Wie bereitet man sich ein Korrektiv-Lügensüppchen? Es ist im Grunde ganz einfach. Man braucht ein bisschen Wahrheit, so etwas wie eine Veranstaltung zu einem bestimmten Datum, die stattfindet, zu der öffentlich eingeladen wird und an der man teilnehmen kann, wenn man sich mit einem Ausweis verifiziert und die dann auch, wie angekündigt von vornherein, nachher ins Netz gestellt wird. Das ist die Grundzutat, ein bisschen Wahrheit. Dann kommt aber dazu, ganz wichtig, Zubereitung, wie man das macht. Nämlich alles, was dann da passiert, in möglichst diffamierender und verdrehter Weise darstellen. Also aus der Veranstaltung wird ein Treffen von bestimmten Leuten, die sich gezielt treffen. Man geht nicht einfach hin als Journalist oder sonst was, sondern man schleust sich ein, was in der Tat insofern der Fall war, dass der nette Herr von Korrektiv sich eben mit der Vorweis eines falschen Führerscheins dort angemeldet hat. Man spricht ein bisschen atmosphärisch von überall strengen Scheiteln, von Flechtfrisuren. Soweit ich mich erinnere, habe ich eine Flechtfrisur wahrgenommen, bei einer Frau in der Tat. Und ansonsten las an meinem Tisch, als ich dort saß und nicht geredet habe, ein junger Mann mit sehr langen Haaren, was ihm gut gestanden hat. Es war ehrlich gesagt sogar eine ziemlich vielleicht unerwartete Mischung an Leuten, gerade für Korrektivleute. Das passt nicht so ganz in deren Weltsicht und Biotop, in denen sie sich bewegen. Labile Leute, verzweifelte Leute, verwirrte Leute, aber halt auch bürgerliche Leute mit einem Wunsch nach Autorität und nach Stärke und nach Selbstermächtigung, die lächelnderweise in diese Szenen reinrasen, ohne es tatsächlich zu begreifen und sich in einer kürzesten Zeit zu radikalisieren. Das mitzuerleben ist brutal. Ganz wichtig, die nächste Zutat, eine kräftige Prise Lügen. Dann wird nämlich aus einer Veranstaltung mit jungen Leuten von der Jungen Tat, migrationskritische Jugendbewegung in der Schweiz, ein Neonazi-Treff. In der Tat wäre ich auch nicht drauf gekommen, dass man das dann ganz schnell als Etikett draufklebt auf diese wunderbare Kochdose, sondern das muss man sich halt erst in Korrektivgehirn ausdenken. Und, was soll ich sagen, alleine eine Korrektivgeschichte, die mit vielen Lügen gespickt ist, wo es dann auch darum geht, den Begriff Remigration, der Gott sei Dank erst durch Korrektiv vor einem guten Jahr so publik geworden ist, dass dieser Begriff dann als Tarnbegriff bezeichnet wird, was immer das sein soll, obwohl wir ihn ja stets und ständig auch ausführen, was darunter zu verstehen sein kann. Das ist alles genau die Prise Lüge, die es braucht, um dann in die Welt gesetzt zu werden, was per se erstmal gar nicht so tragisch ist, weil es gibt immer Leute, die lügen und das teilweise gut oder auch ein bisschen schlechter machen. Das Problem ist, dass viele Medien, gerade in Deutschland, solch ein Lügenpotpourri dann brühwarm servieren. Entweder unkritisch
weil sie einfach das schreiben, was einfach da ist, nach dem Motto einfache Arbeit, beziehungsweise alles, was irgendwie gegen die AfD geht, ist erstmal willkommen, egal wie plausibel es ist. Oder aber wissen sie auch genau, dass es Quatsch ist, aber in böser Absicht wird es weitergetragen. So jedenfalls war es bisher, von der Tagesschau bis zu irgendwelchen Lokalzeitungen. Wir reden dort wirklich von den absoluten Meganazis. Es hat erneut ein Treffen von AfD-Politikern mit Neonazis gegeben, diesmal in der Schweiz. Teils mit verbotenen rechtsextremen Gruppen, darunter auch ein Politiker aus Nordrhein-Westfalen, aus Windeck, Bundestagsabgeordneter Beckamp. Dabei äußerte eine weitere AfD-Politikerin extrem radikale Vorschläge. Mit Hilfe von DNA-Proben und Sprachanalysen will sie die Herkunft von Flüchtlingen bestimmen lassen und eine private Abschiebeindustrie ins Leben rufen. So berichtet das Recherchenetzwerk Korrektiv. Also gut ein Jahr nach dem Geheimtreffen in Potsdam haben die Kollegen jetzt wieder ein Treffen aufgedeckt und nach ihren Recherchen offenbar voll von völkischen Ideen. Wir reden dort wirklich von den absoluten Meganazis. Ich vermute allerdings, dass diese kleine erste Welle von Freitag bis Samstag nur die erste Welle war und die zweite Welle von guten alten Bekannten wie Spiegel, Zeit, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, natürlich die Taz, einen deutlich besseren Draht zu Korrektiv hat und dort noch größere Pläne geschmiedet werden. Insofern darf in nächster Zeit noch mit anderen Informationen, die keinen neuen Stellenwert haben und die auch verdreht und diffamierend sind und teilweise mit Lügen gespickt. Aber genau das ist die Absicht dieser Leute, dass nochmal etwas hochgekocht wird, was eigentlich schon längst kalt ist. Aber hier vielleicht dazu dienen soll, nochmal ein AfD-Verbotsverfahren anzustoßen oder andere Leute im Bundestag dazu zu kriegen, was dann wiederum vielleicht sogar sinnvoll wäre, weil dieses Verfahren natürlich elend auf der Strecke bleiben wird, weil es keine rechtliche oder tatsächliche Grundlage dafür gibt. Was ist ein Gegengift zu solch einem Lügengericht von Korrektiv zubereitet und von vielen anderen Medien serviert? Ein Gegengift hätte sein können, so jedenfalls unser Gedanke, dass man das Ganze umdreht, den Spieß umdreht und Korrektiv einige, sagen wir, Schwindeleien oder auch Lügen auftischt. So haben wir es getan, denn es war in der Tat so, dass der nette Herr von Korrektiv zwar von mir nicht direkt als Korrektivmann erkannt wurde, aber am Abend selber in Zürich am 14. er so, sagen wir, unplausibel mit mir gesprochen hat. Er war so freundlichst aufdringlich und hat mir fast den Hals geküsst, so ungefähr, dass ich sehr schnell Zweifel hatte, dass der Mann echt ist. Er wollte mir anbieten, er sei angeblich von einer Agentur in Berlin, einen Film über mich zu drehen, weil er die Sache nach vorne bringen will, nützlich sein wollte, mit seinem Partner in der Agentur, der angeblich aus den öffentlich-rechtlichen Medien kommt, und hatte dazu vorgeschlagen, in der kommenden Woche, eben nach dem 14. Dezember, zu telefonieren, was wir auch getan haben. Allerdings haben wir relativ fix dann gesagt, da passt einiges nicht zusammen, wie etwa seine Internetseite, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr im Netz ist bald, unter dx3.info, die dazu Anlass gibt, darüber nachzudenken, ob man vielleicht auch mehr als 5 Minuten in diese Internetseite zur Entwicklung hätte investieren können, weil sie einfach sehr, sehr schlecht ist. Das war nicht plausibel, wenn er gleichzeitig erzählt, er hätte einen großen Geldgeber, der genau diese Filme finanziert und auch weitere Filme. So haben wir dann in dem Zoom-Gespräch, das wir am 19. Dezember hatten, haben wir ihm bereits die ersten Köder hingeworfen. Und ich habe gesagt, ich trete nicht mehr an zur Bundestagswahl, um ihm eine Information zu geben, sozusagen anzufüttern, die er sonst nicht hätte haben können. Alles andere, was an dem Abend in Zürich erzählt wurde, war ja schon bekannt. Das sind Sachen, die erzähle ich seit Jahren auf Veranstaltungen. So, dann haben wir am Folgetag eine E-Mail von ihm bekommen mit wunderbaren Grüßen, dass alles so läuft wie vorgesehen, dass wir gemeinsam einen Film machen im Laufe des Januar, um andere Zielgruppen zu erreichen. Das war allerdings gar nicht plausibel, weil er gar keinen Kanal hat und dort erzählt hatte, er würde mit ganz viel Geld Kanäle aufbauen und hat irgendwelche Namen fallen lassen, bei denen der Film dann laufen könnte. Auch das war nicht plausibel, haben wir auch direkt geprüft, sodass wir am Folgetag ihm eine E-Mail geschickt haben, die wir gerne auch zeigen. Das müsste der 21. gewesen sein. Und ihm geschrieben haben, wir möchten ihn mitnehmen zu einer Veranstaltung Ende Januar 2025 in Berlin mit illustren Gästen aus dem Ausland, wo Reden gehalten werden. Auch ich eine Rede halte. Das war sozusagen die
zweite Fütterung, die wir ihm anbieten konnten, um ihn dafür zu interessieren, neugierig zu machen, dass er weitere Verbindungen vielleicht wirklich mal enthüllen könnte. Diese Veranstaltung Ende Januar gibt es natürlich gar nicht. Am 25. Januar, das Datum hatte ich ihm damals genannt, wäre am Brandenburger Tower eine Veganer-Demo. Die hätten wir ihm angeboten mit der etwas kruden Geschichte, dass wir dort aufgetreten wären durch meine doch sehr guten Verbindungen zur militanten Veganerin, mit der ich ja schon mal ein Video gemacht habe. Ist es so? Das Grauen Ich sitze gerade so vor dir, ich bin ein Alien und du musst drüber nachdenken, ob man mich in den Schlachthaus Wenn du schicken mich darf. jetzt essen wolltest, weil du ein Alien bist, würde ich sagen, wehre ich mich. Das hätte er das gefressen. Also plausibel war es ja einigermaßen als sozusagen Aufmerksamkeit für diese Veganer-Demo, die ja schon angemeldet war. Das kann man im Demokalender Berlin nachsehen. Aufmerksamkeit für die Veganer und gleichzeitig hätten wir auf einer bereits angemeldeten Demo unsere Themen sprechen können. Mit großem Medienecho hätten wir es aufgenommen am Brandenburger Tor. Das ist für sich gesehen plausibel, wenn auch etwas steil. Und dann wäre der weitere Schritt gewesen, jetzt haltet euch bitte fest, die Aussage von mir, ich mache nicht weiter im Bundestag, wäre dann sozusagen ergänzt worden durch die Aussage, aber nur ihm gegenüber bei einem Zoom-Gespräch, was wir gerne festgehalten hätten, dass ich eine Transition mache. Genau, transsexuell bin und bei der AfD natürlich bestens aufgehoben, dass das bisher aber nicht so wahrgenommen wird in der Öffentlichkeit und deswegen ich gerne ein Kamerateam hätte von ihm, mit ihm und seiner Agentur, die dieses Thema gerne vorantreibt. Dazu hatten wir ihm in der E-Mail vom 21. Dezember auch geschrieben, wie wichtig mir das Thema LGBTQ ist. Auch das war der Versuch, etwas zu plausibilisieren. Wenn er es gefressen hätte, wäre es sehr gut gewesen. Wir hätten natürlich das Ganze nachher auch enthüllt. Wenn er es nicht gefressen hätte, hätten wir es frühzeitig auch enthüllt. Und jetzt kommt der Punkt, an dem ich meinen Fehler gestehen muss. Ich habe schlichtweg, meine Mitarbeiter auch nicht, geglaubt, dass so schnell etwas kommt, nämlich noch vor Jahresende. Wir waren fest davon ausgegangen, wir haben noch Zeit bis mindestens Mitte Januar, bis da irgendwas kommt. Und zwar seit dem 19. Dezember klar, dass dieser Mann nicht Christian Kolb ist, als der sich vorgestellt hat. Und am 20. Dezember hatten wir das auch verifiziert durch eine Bildsuche über sein Foto auf dem Führerschein. Insofern ist es sehr schade. Wir hatten uns wesentlich mehr erhofft als das, was jetzt draus geworden ist. Nur genau andersrum. Unser Fehler war, wir dachten, wir hätten mehr Zeit. Insofern war Korrektiv einfach schneller als wir. Warum? Wissen wir bis heute nicht. Wir glauben, Korrektiv wollte weiter eigentlich recherchieren. Warum sie es abgebrochen haben und jetzt einfach nur das, was eigentlich keine Meldung wert ist, rausgebracht haben, kann wohl nur sein, weil sie doch Lunte gerochen haben oder selbst gedacht haben, sie waren nicht so überzeugend. Oder vielleicht auch, wer weiß, sie sind informiert worden über die Kommunikation, die wir darüber geführt haben. Das weiß ich nicht. Vielleicht meldet sich ja mal ein frustrierter Korrektivmitarbeiter bei mir und erzählt mir, was dort genau gelaufen ist. Wichtig bleibt für uns, für alle, wir entscheiden selber, mit wem wir über was und wo sprechen. Das werde ich auch weiterhin so halten. Und wenn es Korrektiv oder anderen Medien nicht gefällt, dann mache ich wahrscheinlich an der Stelle zumindest einiges richtig.